Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute möchte ich mal ein spontanes Video mit euch gerne teilen. Und zwar habe ich hier ein paar schöne Buchempfehlungen für euch. Ich habe hier einen ganzen Stapel, den ich gekauft habe. Und da ist nämlich auch ein ganz neues Buch dabei. Und das ist alles von einem einzigen Autor, Dr. Raphael Bonelli, den ich sehr empfehlen kann. Es geht ja ausnahmsweise mal nicht ums Schnitzen, sondern um die Psychologie. Er ist also Fachbuchautor und Sachbuchautor, und er hat diese ganzen tollen Bücher geschrieben. Also wir haben hier Bauchgefühle, dann haben wir hier Selber Schuld, das war das erste, das Buch Perfektionismus, männlicher Narzissmus und Frauen brauchen Männer und umgekehrt. Also auch spannende, zeitaktuelle Themen, die er da behandelt, wo es um Männer und Frauen geht, um Geschichten aus der Psychiatrie, und er beherrscht das eben auch griffig, zeitaktuell und in einfachen Bildern und in einer einfachen, guten Sprache mit auch Humor zu beschreiben, was eben nur wenige können. Und wenn jemand das auch so einfach darstellen kann, dann schwingt natürlich ganz viel auch Erfahrung mit, wirkliches System, ein wirkliches System, was er dahinter hat und durchdacht hat und alles, auch von der Wissenschaft her. Ich lese mal kurz vor, was bei Amazon steht, wie er beschrieben wird, und dann kann man sich mal ein Bild machen, wer es ist. Dr. Raphael Bonelli. Er ist geboren 1968. Er ist Neurowissenschaftler an der Sigmund Freud Universität in Wien. Und dort ist er auch Psychiater, systemischer Psychotherapeut in eigener Praxis dort in Wien, also in der Stadt der Psychotherapie und der Stadt von Sigmund Freud zu Hause. Mit der Praxis Forschungsaufenthalte an der Harvard University, der University of California, Los Angeles, an der Duke University mit zahlreichen Publikationen im Bereich der Gehirnforschung und Habilitation im Fach Neuropsychiatrie. Also ein wirklicher Experte und auch eine tolle Person mit einem tollen Setting, der auch wirklich was zu sagen hat, zum Beispiel auch auf dem YouTube-Kanal RPP-Institut, was er mit gegründet hat, und diesen Kanal, den er dort mit bespielt. Also man findet dort viele Videos auch von Dr. Raphael Bonelli auf dem RPP-Kanal mit über 230.000 Abonnenten, wo er auch eine wirkliche Fundgrube von fundiertem Wissen zur Psychologie und Psychiatrie findet. Als Psychiater, was er dort zu sagen hat, ist also auch ein wirkliches Geschenk oder ein wirkliches Sahnehäubchen, muss man so sagen. Ich habe diesen Kanal 2019 entdeckt und habe auch so gespürt, dieses Anliegen, für die Gesellschaft wirklich was zu geben, was ich sehr gut fand, was auch hier so ein Anliegen ist, was hier mitschwingt. Natürlich mache ich es beruflich, aber dennoch sind diese kostenlosen Inhalte ja auch etwas, was der Gesellschaft etwas geben kann. Und das sehe ich da eben auch, und ich fand das eine wirkliche Fundgrube. Ich habe mir da ein Video angeschaut und habe gesagt, erster Punkt, jawohl, genau, zweiter Punkt, ja, dritter Punkt, ja. Natürlich will man nicht nur in der eigenen Blase schwimmen, aber das war so gut gemacht, und da habe ich sofort diesen Kanal abonniert und es nicht bereut seitdem und mir sehr viel da angeschaut. Also es war für mich eine wirkliche Fundgrube, und ich habe jetzt all diese Bücher. Und wie gesagt, das hier ist das Neueste, das Buch Bauchgefühle. Ich mache euch das mal unten in die Beschreibung rein und ermutige euch, das auch zu kaufen. Da hat jemand geschrieben in der Rezension über dieses Buch, das ist wohl das beste Buch, was Herr Dr. Bonelli bis jetzt rausgebracht hat, was wirklich sein geballtes Wissen und seine Erfahrung, seinen Schatz sozusagen vereint in einem einfach gehaltenen Buch, was gut geschrieben ist. Und ich lese mal hier vor, was der Cicero darüber schreibt. Der Stil ist eloquent und pointiert, oft humorvoll. Immer wieder weist Bonelli mit feiner Ironie den Weg aus dem Wust psychiatrischer Kategorien. Also das schreibt der Cicero über Herrn Dr. Bonelli. Und so ist es wahrscheinlich auch, dass er das vermag, einfach auch griffig das Ganze rüberzubringen und eben von der Wissenschaft her kommend, das dann auch anwendet für Patienten oder ratsuchende Personen und Menschen, und eben auch in diesem schönen Buch hier vereint hat, was sich gut lesen lässt, man vielleicht zu Weihnachten während den Feiertagen oder in den Zwischentagen schön lesen kann, auch mit der Partnerin, dem Partner dann besprechen kann, oder mit Leuten, die einem nahestehen, kann man sich dann noch darüber austauschen, was vielleicht wieder auch Anregungen zu vernünftigen gemeinschaftlichen Diskussionen liefert, die mal nicht um das C-Thema gehen.
Und ich fand es auch sehr schön, dass Herr Dr. Bonelli immer so versucht, auch wirklich eine ausgewogene Darstellung zu liefern von den ganzen Themen und auch ja, sprachfähig über gesellschaftliche aktuelle Entwicklungen zu werden. Es gibt auch Weiterbildungen bei dem RPP-Institut, ja, wo ich auch die Themenauswahl immer sehr gut fand. Ich habe auch mal 2 dieser Online-Weiterbildungen sozusagen mitgemacht und mir gegönnt, was das Geld auch wert ist. Man kann dafür auch Zertifikate bekommen für den Arbeitgeber oder um sich das als Weiterbildung zertifizieren zu lassen. Also das ist auch noch eine Möglichkeit. Ich verlinke mal auch die Seite vom dem RPP-Institut, den RPP-Kanal von Herrn Dr. Bonelli, was er als Person so oder als Hauptgesicht mit bespielt und noch viele andere ja, Gäste und Autoren und Redner, die da auch Sachen veröffentlicht haben. Also sehr hörenswert, sehr interessant. Und wirklich etwas sehr Besonderes, wie ich finde, und sehr griffig und schön gemacht. Also guckt mal, ob bei diesen Büchern was dabei ist. Dann vielleicht so ja, männlicher Narzissmus. Ich kann es ja nochmal einzeln in die Kamera halten. Also Bauchgefühle, jetzt wohl das beste aktuelle Buch. Das war damals hier das erste, selber schuld. Auch ein Thema, was uns alle irgendwo betrifft oder betreffen kann. Perfektionismus, also auch sehr spezifisch und aktuell auf unsere Gesellschaft natürlich anwendbar und lesenswert. Ich kann ja mal kurz hier entsprechend ein wenig durchblättern. Ich habe da also auch viele Seiten gehighlightet und mir also gegeben und durchgelesen und darin geschmökert. Also wirklich ein hervorragendes Werk auch gelungen. Männlicher Narzissmus, so unter Weihnachtsbaum, so, hallo Schatz, ich habe da was für dich, wie wär's? Was für mich? Ja, genau, das vielleicht jetzt nicht so direkt unter Weihnachtsbaum, aber ihr wisst schon, also ihr findet es auch unter dem Video schön verlinkt und auch hier in einem schönen Hardcover, das sind also auch sehr schöne Bücher, auch nicht zu dick und alles. Frauen brauchen Männer und umgekehrt, also auch provokanter Titel, was vielleicht in unserer Gesellschaft schon ja, so Wellen schlägt oder wo manche sagen, wow, aber er vermag das eben auch sehr gut darzustellen und kommt eben von der Wissenschaft her und tut mal diese vielleicht auch heiklen Themen so angehen und findet es also sehr brillant gelungen, wirklich. Ein Autor, der hier an diesem Buch auch sehr, sehr viel gearbeitet hat, also sehr gut. Okay. Ihr findet es unter dem Video, wenn ihr sagt, ihr wollt bei diesem Großhändler nicht kaufen. Ihr könnt mich damit unterstützen, wenn ihr es über die Links kauft, die unten sind. Das sind also Affiliate-Links, wo ich ein bisschen was abbekomme. Aber natürlich ist es dann euer Buch und ihr zahlt auch nicht mehr. Also ganz normaler Kauf. Ja. Ihr könnt mich darüber ein bisschen unterstützen. Da freue ich mich. Zu Weihnachten noch so ein kleines Weihnachtsgeschenk auch für mich, was dann da rauskommt. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt das lieber beim Buchhändler eures Vertrauens kaufen, dann sei es euch auch gegönnt. Und ich wünsche euch in diesem Sinne ein schönes Weihnachtsfest. Kauft euch ein schönes Buch. Bis zum Wiedersehen. Macht's gut und ciao.